So Freunde, wir sind ja irgendwo zwischen Frühling und Sommer. Ne? An einem Tag ist es noch super kalt, am nächsten ist es super warm. Und Frühlingsdüfte hatten wir jetzt schon, Sommerdüfte ist noch ein bisschen zu früh. Deswegen machen wir so ein bisschen die Dazwischendüfte, so Aprilwetterdüfte. Meine aktuelle Duftgarderobe möchte ich euch mal zeigen. Also die Dinger, die aktuell bei mir so in Dauerrotation sind, die 10 Düfte, die ich aktuell am meisten trage. Und damit sage ich herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es fantastisch. Gestern war so ein richtig geiler sommerlicher Tag. Hatte natürlich den Nachteil, dass hier die Kids, die gerade Ferien haben, draußen haben die so eine Skate-Rampe gebaut und haben dann da so Sprünge geübt, so Tricks. War den ganzen Tag immer nur so paff, paff, paff. Ne? Bin ich fast verrückt geworden, halben Tinnitus bekommen so und ich sitze dann hier wie Gargamel irgendwie und starr wütend die Wand an. Heute ist schlechtes Wetter. Und ich sag mal so, es skatet keiner. Ist jetzt nicht, dass mich das freut. Das ist einfach nur eine Feststellung. Ne? So, also, und dann, bevor wir jetzt anfangen, nochmal vielen lieben Dank. Wir sind hier jetzt wir haben 1000 Abos geknackt. Wir sind jetzt 1000 Freunde auf diesem Kanal. Finde ich mega geil, gibt mir super positive Banger-Power-Energie. Und die nutzen wir jetzt mal und fangen direkt an mit dem ersten Duft. Und das ist der Ember Kiso von Diaz & Durga, eigentlich ein Herbstduft. Ne? Habe ich hier euch schon mal als Herbstduft verkauft. Sehe ich auch nach wie vor so. Aber da es ja im Moment noch so kalte Tage wie auch heute gibt, passt der perfekt. Und es ist ein Weihrauchduft mit Leder und vielen holzigen Noten. Also, das ist Weihrauch in nicht sakral. Das ist für mich, ist der einfach meditativ. Zen, innere Ruhe, etwas, was ich eigentlich nicht kenne. Wenn ich einen Happy Place hätte, also jetzt nicht meine Wohnung, sondern ein Happy Place, der wird so riechen. Ihr habt Hinoki Scheinzypresse, ihr habt noch so eine andere Zypressenart, ihr habt japanischen Fächerahorn, auch wenn ich nicht weiß, wie der riecht, aber trockene Hölzer, Weihrauch, Leder, eine leichte Iris. Und das alles in Verbindung ist einfach ein so warmer, einhüllender, anheimelnder, gemütlicher und trotzdem irgendwie, ja, was soll ich sagen, fast andächtiger Duft. Ohne dass der halt irgendwelche Kirchenassoziationen weckt. Eher so diese trockenen Hölzer, Holzlasur, Lack, so ein bisschen auch in Richtung Bowmaker, falls ihr den kennt. Ne? Wirklich ein ganz, ganz trocken, rauchiger, wunderschöner, meditativer Zen-Duft. Wenn ihr ein bisschen Ruhe im Leben braucht, macht er den Ember Kiso. Dann haben wir als nächstes den B683 von Marc-Antoine Barrois als Extrait hier in diesem goldenen Flakon gemacht von Quentin Bisch. Und das ist wohl, und das wusste ich lange Zeit nicht, dieses B683 hat wohl referiert auf die Adresse oder auf die ehemalige Adresse seines Ateliers. Ich dachte immer, das hätte auch so einen Weltraumbezug. Es gibt ja irgendwie den Ganymed, den Jupitermond und den Aldebaran, ist ja auch so ein Stern im Weltraum. Muss man wissen. Und da dachte ich hier so, vielleicht Kepler B683 oder so hat irgendwas damit zu tun, aber nein, hat scheinbar was mit seinem Atelier da zu tun. Alles klar. Und was ist das für ein Duft? Ja, wie man es von Quentin Bisch halt kennt. Ne? Hier ist also, das ist jetzt keine Naturparfümerie, also das ist jetzt nicht wie Leder, sondern das komplette Gegenteil. Hier ist ein auf Hochglanz polierter Oudduft, Lederduft mit einem super synthetischen Apfel, bisschen Veilchenblatt, bisschen Kreuzkümmel, aber in erster Linie ist das ein wahnsinnig hochwertig riechender Duft, meiner Meinung nach. Ich finde, der riecht super teuer. Das Leder ist mit eins der schönsten und besten Leder, die ich kenne. Und dann ist da einfach dieser Apfelringapfel drauf. Klar ist der synthetisch, aber irgendwie gibt der eine Frische, der gibt eine Fruchtigkeit, der bricht damit so ein bisschen. Ne? Ohne das, oft hat man das Problem bei so diesen Leder-Oud-Frucht-Kombinationen, dass die so, ich finde, so sehr matschig süß werden, weil dann ist das irgendwie, das Oud-Leder ist zwar so ein bisschen knarzig, aber auch schon leicht süß, dann kommt noch eine Himbeere drauf und hier dieser Apfel ist einfach ein geiler Duft. Hochperformant und das Teil ist genau wie dieser Flakon, ne? Auf Hochglanz poliert. Ist so ein bisschen CO-Duft, habe ich mal gesagt. Ne? Wenn ihr den tragt und euch gehört die Firma nicht, könnt ihr gleich wieder nach Hause fahren. Unsere Maxime, ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen, Probleme sind nur dornige Chancen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein sympathischer Duft, aber es ist ein Duft, der einfach hochwertig riecht, der teuer riecht und ich trage den im Moment gerne, weil der passt super. Wenn es kalt ist, so, dann hat man dieses Ledrige, wenn es warm ist, hat man so ein bisschen was von dem Apfel. Nix für den Sommer, aber für diese Tage, jetzt im Moment, wo es so jeden Tag ein bisschen anders ist, kann ich euch den wärmstens ans Herz legen und absolut empfehlen. Als nächstes haben wir den Lost in Flowers von Strangelove. Da muss ich mal an diesen Deepesh Mode Song denken. Und Strangelove werden wir uns nochmal als Ganzes angucken. Da hätte ich so gerne mal das Discovery Kit gehabt, gibt es aber nirgendwo. Und dann habe ich die mal angefragt und tatsächlich haben sie mir eins geschickt. Mega geil. Aber das machen wir in einem anderen Video. Gucken wir uns mal alle 6 Düfte im Detail an. Wir bleiben jetzt erstmal beim Lost in Flowers. Ist ein Blumenduft von Christoph Laudamil, ist ja so ein bisschen so ein Provokateur. Kennt ihr vielleicht von Düften für The Zoo, diesen Not a Perfume, hat auch viel für Tom Ford gemacht. Und hier steht so ein bisschen die Gardenie und vor allem Champaka
im Vordergrund. Champaka ist eine Magnolienart, kennt man auch aus diesen Nakchamba-Räucherstäbchen, die so im südostasiatischen Raum oft auch bei so Ritualen und so zum Einsatz kommen. Zusammen mit diesem indischen, balsamischen Oud, nicht animalisch, aber schon so eine richtige, echte Oud-Note und ein bisschen Safran. Und das Geile bei Strangelove, und das ist auch so ein Ding, was ich an dieser Marke so extrem feiere, ich habe jetzt 2 Düfte von denen, den und den Dead of Night, wobei ich den aktuell halt deutlich präferiere, muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese Oud-Öle alle natürlich sind, aber auch, ja, wie soll ich sagen, die sind alle sustainable, ne? Also sehr nachhaltig. Das ist eines der Dinge, wo bei der Marke ein ganz großer Fokus drauf liegt, auf Nachhaltigkeit, auf einen vernünftigen Umgang mit der Natur. Da wird jetzt nicht irgendwo wild irgendein Baum umgehackt. Und das finde ich auf jeden Fall mega geil. Hat auch schon mal jemand in die Kommentare geschrieben. Also da wissen meine Zuschauer ja oft mehr. Ich habe das mal eruiert. Ich fand Strangelove immer eine spannende Marke, aber das hat die für mich noch mal einen Tacken sympathischer gemacht. Und wie gesagt, die werden wir uns noch mal in einem großen Allround-Review angucken. Als nächstes haben wir hier den Orto Parisi, den Risveglio. Und jetzt werden da wahrscheinlich ein paar Leute sitzen und sagen, Moment mal, in dem Review ist der doch jetzt nicht so gut weggekommen. Und dann würde ich sagen, da bleibe ich auch bei. Das ist auch nicht der beste Orto Parisi. Das ist auch lange nicht mein Favorit von Orto Parisi. Bleibe ich bei. Das ist dieses komische Grapefruit Sprite Opening. Dann hat man diese Geosmin, Erdnoten und so. Aber ich meine, Orto Parisi hat eigentlich nichts für dieses Dazwischenwettern. Es gibt den Megamare und den Bergamasque, die ja thematisch so ein bisschen eher Sommer sind, aber dafür eigentlich auch zu stark. Und der hier, der ist so ein bisschen unspektakulär, aber ich muss sagen, ich greife relativ oft dazu. Wenn ich nicht weiß, was ich tragen soll, trage ich einfach den. Weil ich finde, der ist für einen Orto Parisi sehr tragbar, der hat so ein bisschen was Frisches, ein bisschen was Erdiges und das ist dann fast egal, ob es jetzt wärmer oder kühler ist, der passt so irgendwie bei beiden Temperaturen irgendwie so ganz gut. Einziges, was mich überrascht, ist, dass viele Leute jetzt schreiben, dass der so einen komischen Drydown hat, dass das irgendwie so nach nasser Arschritze riecht. Das ist mir neu, das ist mir nicht aufgefallen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr auch so komische Assoziationen mit dem Drydown habt. Ich finde, das ist einfach so ein typischer Orto Parisi, Ambrozenit Drydown, den die halt alle haben. Also, dass der jetzt besonders fäkal, eklig, sonst wie im Drydown ist, weiß ich nicht. Ich meine, würde passen zu einem Ayahuasca-Duft. Nee, ihr wisst ja, was da mit dem Körper passiert, wenn man das Zeug da in sich reinschüttet. Aber gut, habe ich nicht, ist egal. Als nächstes haben wir den Grand Beau. Ja, Grand Beau, der große Schöne von Thomas de Monaco, der bekannte Modefotograf, kennt man natürlich. Und ja, wichtig an der Stelle, der heißt Thomas de Monaco. Hat nichts, jetzt machen wir keine Witze, ist auch gar nicht lustig, hat auch nichts mit Roberto Gaisini oder so zu tun, ist einfach sein Name, kann er nichts für. Thomas de Monaco? Ernsthaft? Also fällt dir nichts Besseres ein? Grand Beau, ja, was machen wir damit? Das ist einer der Düfte, wo ich sagen würde, das ist eigentlich ein Daily, wenn der nicht so teuer wäre. Ich finde den mega geil. Man hat eine Tuberose und man hat eine Wacholderbeere, das sind für mich so die Main-Player, die spielen so ein bisschen miteinander. Die Tuberose wird nie zu kaugummerig oder weißblüherig, hat sie auch keine Chance, weil dagegen steht diese bisschen schärfe, bisschen kühlende Wacholderbeere. Pinie gibt es, Olibano, ein bisschen Vetiver, Algen und eine Ambrozenit-Basis. Steht wirklich in den Noten Ambrozenite, was ich irgendwie quatschig finde, was ja eigentlich ein Fixativ ist, was dafür sorgen soll, dass der Duft eine bessere Haltbarkeit hat, was bei dem jetzt auch nicht der Fall ist. Also der Duft ist, obwohl es ein Extré ist, also der hält jetzt nicht gar nicht, ne? So will ich nicht sagen, aber es ist moderat. Deswegen sage ich, ist das so ein Oh. Ich finde es gut, die haben wir lange nicht gehabt. Ist mal wieder Notruf Hafenkante hier, geht's wieder ab. Grand Beau, da sind wir ja gerade. Sorry, das ist immer so ein bisschen das Problem. Die Polizei, die sorgt immer für so einen kleinen Irritationsfaktor in den Videos. Aber ist auch ganz charmant, gehört ja irgendwie dazu. Also, ist irgendwo zwischen Daily und Büroduft und trotzdem außergewöhnlich. Also eine DNA, die ich so in dieser Form überhaupt nicht kenne und sonst noch mal habe. Und dieses Counterplay aus Tuberose, Wacholderbeere und dann so orchestriert von diesen ganzen anderen Noten bis hin zu dieser Salzigkeit von dem Seetang, von diesen Algennoten, die da mit drin sind, macht es zu einem ganz, ganz einzigartigen Duft mit einer, wie gesagt, moderaten Performance. Also wer jetzt so Beast Mode sucht, der ist bei dem Grand Beau hier dann wohl an der falschen Adresse. So, als nächstes haben wir den Nudiflorum von Nasomatto. Das ist jetzt der zweite Goldtiere hier in dieser Liste und wie der Flakon schon aussieht, ne? dieses edle Holz hier oben, so ist der Duft. Der riecht, für mich ist das so ein Old Money Duft. Und dabei ist, ich weiß gar nicht warum, irgendwie hat der was Oldschooliges und diese komische, rauchige Jasminnote, ein bisschen Animalik, Leder gepaart mit diesem wirklich scharf säuerlichen Rhabarber. Ich glaube, das wird nicht allen gefallen. Das ist ja auch immer so dieses Gualtieri-Spektrum aus, ne? Attraction, Repulsion, also Anziehung und Abstoßung. Abstoßung, gibt es das Wort? Ich weiß jetzt auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, dass das einerseits Abstoßen und Anziehen zugleich ist. Und das macht dieser Duft hier wie kein anderer. Ich finde, der riecht so ein bisschen auch überheblich. Also so, wenn jemand kommt in so einer Barberjacke, der irgendwie zu viel Geld in der Tasche hat, so riecht dieser Duft.
Und gleichzeitig hat er auch was Versautes. Ich meine, Nudiflorum bedeutet nackt blühen und alle Nasomattos spielen ja auch so ein bisschen mit dieser Sexiness, ne? Irgendwie Narcotic V und Sardonase und so. Und da macht der Nudiflorum hier keine Ausnahme. Und wenn ihr einfach einen sexy Old Money Duft sucht, der euch so aus einer Mischung aus verrucht, überheblich und trotzdem so ein bisschen fickerig riechen lässt, dann ist das bestimmt hier ein Ding für euch. Als nächstes haben wir mit dem Min New York Moondust einen Duft, ja, der ist ungefähr so schwarz wie der Flakon, der soll auch nach Mondstaub riechen. Geil, auch mit einem magnetischen Deckel, das finde ich immer geil, wenn Marken das haben. Hier haben wir Möhrensamen, die auch echt prominent sind, Koriander, mineralische Noten, dann haben wir Feuerstein, ozonische Noten, Tabak, erdige Noten. Also ihr merkt, hier wurde konsequent alles, was schön ist, weggelassen. Ein monochromer Duft, komplett schwarz-weiß. Hier ist man wirklich auf der Mondoberfläche und das ist einfach ein Duft für Leute, die keinen Bock auf Menschen haben. Also wenn ihr jemand seid, ne, der irgendwie gerne durch die Stadt läuft, dann kommt jemand und sagt, du, sag mal, wo geht's denn hier zum Theater? Und ihr sagt dann, ach ja Mensch, hier nächste Ecke rechts, ich komme da ein Stück mit und so, ist nicht euer Duft. Aber wenn ihr Menschen per se nicht leiden könnt, dann ist es auf jeden Fall euer Ding. Das schafft einfach eine schwarze, dunkle Aura, passt bei schlechtem Wetter, weil dann unterstreicht es nochmal die dunklen Wolken, passt bei gutem Wetter, weil das kühlt alles irgendwie auf minus 12 Grad runter. Komplett lichtlos, freudlos, schwarz, schwer. Wie gesagt, also wenn ihr Bock auf gute Laune habt, macht einen Bogen da drum. Wenn ihr Bock auf einen Duft habt, der einfach komplett radikal unsüß ist und so unfreundlich riecht und so monolithisch, wie dieser Flakon aussieht. Moondust ist euer Duft. Als nächstes haben wir den Ruby von Nibiru Perfumes. Und da muss ich sagen, ich kenne den Frederik, das ist ein wahnsinnig lieber, toller, fantastischer Typ. Aber, und das ist an der Stelle fast noch wichtiger, er ist vor allem ein fantastischer, toller Parfümeur. Denn da, wo andere in der Artisanal Nische vielleicht einfach ein bisschen teure Zutaten zusammenkippen und am Ende riecht das Ding trotzdem irgendwie nicht so geil, schafft er Düfte zu machen, die, was soll ich sagen? Also das ist der erste, den ich als Full-Size-Bottle habe. Und das ist ja ein Duft, der, ja, was ist das? Eigentlich ist das ein Ambergris-Duft. Ambergris, Sandelholz, da sind 3 verschiedene Ambergris-Arten drin, auch unter anderem Vintage Ambergris. Aber da sind auch Schisandra Berries drin. Das sind so, ich glaube, wie heißen die? Irgendwas mit Spalt, Körbchen, Beeren oder sowas im Deutschen. Dann hat man Nelke, dann hat man aber auch so einen Cola-Akkord, der wirklich toll getroffen ist, aber ohne eine Rumnote, sondern wirklich nur dieses Prickeln, Frische. Und ich sag mal so, ich kriege ja eh selten Komplimente für Düfte und meistens schon gar nicht für Artisanal Niche-Düfte. Und das Ding, zumindest im Freundeskreis, kam so gut an. Mich erinnert der immer so ein bisschen an die rote Grütze mit Vanillesoße, die meine Oma gemacht hat. Der hat sogar fast so was leicht Lipstickiges, nur im Opening. Und ich weiß nicht, also das Ding ist momentan so in Dauerrotation. Ich liebe diesen Duft und das ist wirklich, also insgesamt, der ist glaube ich auch in so Sandalwood und Oud Powders und so noch gereift. Also ganz großes Handwerk. Wenn ihr noch nichts von Nibiru getestet habt und einen Einstieg sucht in die Welt von diesen Düften, macht's mit dem Ruby. Es ist einfach ein absoluter Banger und ich liebe diesen Duft. Er ist einfach fantastisch. Er ist super gut. Sorry, ich habe mich fast ein bisschen ereifert, ne? Aber ist einfach wirklich so geil. Als nächstes haben wir den Fall of Phaeton von Argos, habe ich hier auch schon mal gezeigt. Allerdings bin ich downgesized. Ne? Ich habe ja den 100 Milliliter Klopper, da bin ich wieder losgeworden, habe mir die 30 ml gekauft, weil ich habe ja schon mal gesagt, ich bin kein Fan von diesen großen Umverpackungen. Insgesamt Argos, schwierige Marke, ne? Auch so der Triumph of Bacchus ist so sehr gehypt und den hier finde ich richtig geil. Ne, mit dem Triumph of Bacchus bin ich auch nicht so warm geworden, das ist mir auch so ein bisschen zu süß synthetisch, aber das Teil, weil der so vielschichtig ist. Ihr habt erstmal so ein bisschen so ein würzig-zitrisches Opening, das ist ja Kardamom, Ingwer, Bergamot, Pfeffer, wobei, wie gesagt, den Kardamom will ich jetzt mal so ein bisschen ausblenden. Oft kriegt das ja so eine Chai-Note, hat der gar nicht, dann kriegt ihr Labdanum, Lavendel und schöne Lavendelwürzigkeit und unten ein fluffig weiches Vanille-Moschusbett. Also ihr müsst wirklich vanillige Düfte mögen, weil am Ende ist das ein reiner Vanilleduft, aber dieser Start, dass der so ein bisschen zitrisch-würzig ist, dann durch diesen Lavendel, ja, ne, auch diese Krautrigkeit so ein bisschen behält und gleichzeitig immer diese Süße und Oud natürlich, was auch mit drin ist. Ob das echt ist oder nicht, kann ich euch an der Stelle nicht sagen, aber es gibt halt auch hier nochmal so eine holzige, bisschen wärmende Komponente dazu und das ist halt auch das, was ich meine, warum der so ein bisschen zwischen den Jahreszeiten ist. Das ist für mich kein Sommerduft, aber durch die Zitrige ist es auch kein reiner Winterduft. Der passt perfekt in die Zeit, ist super schön, super angenehm zu tragen und der Fall of Phaeton, wirklich, bin sonst kein Fan von Argos, aber das Teil finde ich mega geil. Zuletzt haben wir noch einen richtigen Ausreißer, nämlich den Hexan von Parfüm Prisana. Ist eine von diesen Prin Lomros Marken, der hat ja irgendwie Prin, dann hier Parfüm Prisana und Stranger Perfumeries und dann gab es auch nochmal Prin mit Y. Und ja, Hexan ist nach einem dänischen Film benannt. Ich habe den leider nicht gesehen, ich kann deswegen jetzt nicht sagen, worum es da geht und ob das irgendwas mit den Inhaltsstoffen zu tun hat. Hier ist alles drin. Also
Prin ist ja so dafür bekannt, dass der so sehr natürliche Düfte macht, die sehr überladen, sehr dicht, sehr intensiv und oft sehr animalisch sind und das ist hier auch der Fall. Wo fangen wir an? Kamille, Tannenbalsam, Oregano, Basilikum, das sind noch die normalen Sachen. Dann sind da Pilze drin, Lavendel, Kostus, Bibergeil, Ziegenhaar, so das übliche Zeug, was man halt im Parfum drin hat. Und ja, was soll ich sagen? Es ist ein irrer Duft. Wenn eure Eltern euch schon mal gezwungen haben, oder ich sage mal nicht gezwungen, aber vielleicht dazu angehalten haben, als Kind den Rasen zu mähen, dann habt ihr da diesen Korb leer gemacht, dieses frisch geschnittene Gras. So riecht das Opening. Es ist irre. Und danach, also der hat aber tatsächlich auch was Tierisches schon am Anfang, auch diese leichte, pilzige Ziegennote am Anfang. Ich bin kein Synästhesist, aber das ist, für mich ist das so ein hellgrüner Duft mit so braunen Sprenklern. So ein bisschen wie so die Sonne, die so durch die Baumwipfel kommt. Ein irres Ding. Ob ich den richtig gerne mag, weiß ich nicht. Aber ich trage den im Moment super oft, weil ich den so faszinierend finde. Ich rieche den einfach gerne an mir, ohne zu wissen, ob er mir gefällt. Aber ich denke immer, boah, jedes Mal hat man irgendwie gefühlt eine andere Note, die prominenter ist. Ganz, ganz spannend. Meistens sind die Dinger immer super schnell irgendwie weg. Es gibt noch ein paar Webseiten, wo ihr die bekommt, auch in Europa. Guckt da einfach mal, sonst würde ich den nicht zeigen. Ich bin kein Fan davon, Sachen zu zeigen, die es nicht mehr gibt. Der ist zwar eingestellt, aber ihr kriegt noch Exemplare, von daher ist die Verfügbarkeit hier noch gegeben. Und perspektivisch werden wir noch mehr Sachen von Prin und auch von seinen anderen Marken hier sehen, weil ich das einfach eine spannende Art finde, an Düfte heranzugehen. Und da hoffe ich, dass ihr da genauso viel Interesse für mitbringt. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Jetzt ist natürlich meine Frage, wie immer, ne? Was sind so eure Düfte, die ihr aktuell so in dieser Aprilwetterzeit am allerliebsten tragt? Welche Düfte aus der Liste kennt ihr oder welche findet ihr besonders interessant? Und Lob und Kritik auch bitte einfach immer in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, was ich natürlich hoffe, dann lasst doch gerne ein Like da, noch ein Abo, dann sind wir vielleicht bald irgendwann 2000 Freunde, wäre ja auch schön. Ansonsten guckt, was wir sonst noch auf dem Kanal gemacht haben. Und bevor ich euch jetzt schöne Ostern wünsche, wir haben einen Parfumo-Account, da könnt ihr mir gerne schreiben. Bei Instagram bin ich nicht, weil ich mag Meta nicht, ich finde das irgendwie scheiße. Deswegen Kontakt gerne über Parfumo, können wir vielleicht auch mal ein Q&A machen. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, schreibt ihr mir das. Wenn natürlich nicht genug Fragen kommen, machen wir es nicht. Aber wenn genug kommen, machen wir das. Und ja, damit habe ich jetzt, glaube ich, alles gesagt. Ich wünsche euch schöne Ostern, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.